In diesem Video machen wir einen Preisvergleich zwischen der Türkei und der Schweiz. Das ist Ayşe. Sie lebt in der Türkei. Das ist Otto. Otto lebt in der Schweiz. Ayşe und Otto gehen für uns in der Migros einkaufen. Migros gibt es in der Schweiz und in der Türkei. Die Migros Türk ist für Türken eher teurer als eine Bäckerei, Metzgerei oder der Wochenmarkt. Die Migros Schweiz ist für Schweizer eher günstiger als im Einzelhandel. Die Migros wurde von Gottlieb Duttweiler gegründet. Inspiriert vom Besuch der jungen Türkei, wo Händler ihre Ware den Kunden vor die Haustür bringen, fuhren 2 Jahre später, am 25. August 1925 auch in der Schweiz die ersten 5 Verkaufswagen aus. Im Januar 1954 reist Gottlieb Duttweiler auf Einladung der Türkei erneut nach Istanbul. Seine Gespräche enden mit einer Investition für eine Migros Türk. Duttweiler musste zwar seinen Türkei-Anteil später aufgeben, die Migros Türk wurde danach unabhängig und führte den Namen Migros in der Türkei weiter. Heute beschäftigt die Migros Türk rund 30.000 Mitarbeiter und ist in mehreren Ländern wie Russland, Bulgarien, Kasachstan, Aserbaidschan, Mazedonien und Kirgisistan mit über 2200 Filialen vertreten. Die Migros Schweiz konnte sich im Ausland nicht behaupten. Das könnte am teuren Franken liegen. Schauen wir, was Ayşe und Otto für uns in ihrem Land in der Migros für alltägliche Produkte bezahlen mussten. Ayşe verdient in der Türkei als langjährige Mitarbeiterin rund 30.000 Lira, was umgerechnet 2.500 Franken sind. Aber wir möchten uns mit dem Mindestlohn der Länder befassen. Dazu später. Ayşe hat nun eingekauft und bezahlte für ihren Einkauf wie im Bild gezeigt rund 89 türkische Lira. Umgerechnet sind das 6 Schweizer Franken. Otto hat in der Schweiz für exakt die gleichen Produkte 33 Schweizer Franken bezahlt. Ein Kilogramm Rindsgulasch kostet in der Türkei umgerechnet 6 Franken 75, in der Schweiz ganze 40 Franken. In der Schweiz sind aber auch die Löhne viel höher. In der Türkei ist der gesetzliche Mindestlohn 5.004 türkische Lira brutto. Nach Abzügen der Steuern und dem Gesundheitsbeitrag etc. bleiben den Türken als tiefster gesetzlicher Lohn 4.253 Lira netto. In der Schweiz gibt es keinen gesetzlichen Mindestlohn. Die meisten verdienen aber nicht weniger als 3.300 brutto. Zieht man auch hier die Abzüge, Krankenkassenbeitrag und Steuern etc. ab, dann bleiben noch 2.300 Franken. Die Mieten in der Türkei machen etwa 30% des tiefsten Lohnes aus, denn ab 600 bis 1400 Lira kann man eine 4-Zimmer-Wohnung mieten. In der Schweiz beginnen die Mieten bei 1200 Franken. Damit bezahlen Schweizer deutlich mehr. Das zeigt uns, dass Mindestverdienende in der Türkei wie die Schweizer leben können und keine Nachteile gegenüber der Schweiz erleben müssen.